Einmal in die Mitte, ihr beide für Pro-Event. Dominik, Entschuldigung, aber Vivian, geh eine Idee zurück, bitte. so, nehmt einmal bei mir. Genau, schön. Kommt ihr einen Schritt nach rechts, bitte. Komm mal bitte rüber, Nein, bleibt stehen, bleibt stehen. Komm mal rüber. Fangen wir doch erstmal bei mir an. Macht einen nach den anderen weiter, bitte. Super, perfekt. Und er muss immer raus. Markus, du musst ein bisschen raus, aus dem Bild raus, Markus. HP, schau noch mal her. Ja, perfekt. Danke euch. So, und nach rechts. Und einmal daneben, bitte. Einmal daneben, nach rechts. Für die Liebsten von allen hier zu mir in die Mitte. Genau. Wir haben uns schon mal gesehen dieses Jahr im Februar, glaube ich, war es. Ja, Februar. War ein bisschen kälter. Das war gerade, als dein Album rauskam. Ich wollte dich grüßen. Da ging es ja ziemlich rund in der Presse. In aller Munde war es. Das Album mittlerweile hat Platin-Status und ist nach Depeche Mode das bestverkaufte Album hier bei uns in Deutschland. Glückwunsch. Ja, vielen herzlichen Dank, und es war ja nicht vorgesehen, dass ich so viel Erfolg damit hatte. Es war von mir erstmal eine Idee gewesen, dies zu tun, und ich bin dann auch gefragt worden von der Schallplattenfirma, wer soll das kaufen? Ich sage, das weiß ich momentan auch nicht, aber ich weiß, dass es einen Medienaufschlag gibt, wenn ein volkstümlicher Sänger, der 50 Jahre nichts anderes tut als Volksmusik machen, dass der jetzt eine Rockplatte macht, ist natürlich für die Medien doch ganz interessant, aber dass ich so viel Erfolg habe, jetzt auch Platin bekomme, und die Medien sehr positiv geschrieben haben, denn ich bin ja immer so ein bisschen belächelt worden. Volkstümliche Interpreten werden immer belächelt, weil sie eben halt Volksmusik tun und machen. Aber wie gesagt, ich bin selbst überrascht, und ich habe jetzt schon 5 oder 6 Rockkonzerte gemacht, und wie wir so schön im Rheinland sagen, die Hütten waren voll. Die Begeisterung war, so habe ich das noch nie erlebt. Die Stimmung aber, jetzt. Ja, die Stimmung, also das War ein einmalig. anderes Publikum auch. Es war ja ein wesentlich jüngeres Publikum, doppelt so jung als ich. Und aber was mich dann auch gewundert hat, wenn so nach 20 Minuten, 25 Minuten dann schon alle jungen Leute auch schreien, den Enzian und die schwarze Barbara und Haselnuss. Also dann hat man in 50 Jahren nicht viel verkehrt gemacht. Und ich kann sagen, ich habe jetzt auch die Haselnuss, ist ja immer so ein bisschen verpönt worden. Es ist ein Lied, okay, 1878, 79 war diese Komposition da, und ich mache jetzt auch die Haselnuss auf der Bühne auch, aber in einer Swing-Version, und man muss sich das vorstellen, ich habe einen dunkelhäutigen, also nicht ganz dunkel, etwas dunkler als ich, der ist bei mir im Chor drin, und da mache ich die Swing-Version, und ich habe dann auch wirklich angesagte Musiker dabei. Also die Champions League München ist ja jetzt verwöhnt, und die Champions League, und was bei mir auf der Bühne ist an Musikern, ist Champions League. Und da ist der Chorsänger, der hört sich das so 2 Minuten an, die Version, Swing-Version. Der Eino sagt er zu mir, ich sag, Lothar, was ist los? Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich sag, Lothar, wie hast du dir das denn vorgestellt? Und dann macht er natürlich eine Hip-Hop-Version von der Haselnuss. Das ist natürlich dann der große Knaller. Und wir ändern aber natürlich wieder in der Swing-Version. Also es gibt schon einige Sachen, wo man die jungen Leute mit begeistern kann. Man muss es nur musikalisch richtig machen. Und im Moment, bin ich sehr, sehr erfolgreich. Und wenn das dann noch so 25 Jahre anhält, bin ich 100. Das stimmt. Worauf dürfen sich denn die Leute beim Münchner Sommernachtstraum freuen, im Olympiastadion? Also ich werde natürlich die ganze CD singen, von Grönemeyer angefangen, über Westernhagen, Sportfreunde Stiller, Clouseau, und natürlich werde ich auch meine Hits singen, die Schwarze Barbara, Enzian, Mohikaner, Caramba, aber wie gesagt, in einer ganz anderen Version. Ich habe 11 Musiker dabei, und wie ich eben schon gesagt habe, das ist Champions League, die ich damit auf der Bühne habe. Da kommt schon was rüber. Und überall, wo ich aufgetreten bin, die Medien anschließend haben fast die Band mehr gelobt als mich. Also da sieht man schon, dass diese jungen Journalisten auch noch nie ein Konzert von mir gesehen haben, und die Band loben, die Rock und Pop spielen kann. Denn Rock ist ja eine Musik zwischen Schlagzeug, Gitarre, Bass, und da finden keine Bläser im Großen und Ganzen statt. Aber wie gesagt, ich habe Bläser dabei, ich wollte ein bisschen das alles harmonisch machen, und wie gesagt,
man muss es mal sehen, um zu beurteilen, was da abgeht auf der Bühne, wenn Heino singt Junge oder Sonne von Rammstein. Wenn du das so erzählst, freue ich mich schon drauf. Also da bin ich sehr Ja, gespannt, was das da ist abgeht im Stadion. HP, du hast gerade gefragt, wann sind wir denn dran? 18 Uhr wird es losgehen im Olympiastadion. Ihr seid ja eh schon überall mal aufgetreten. Ihr feiert auch Jubiläum, glaube ich, dieses Jahr, 20-jähriges? Also wir haben nächstes Jahr 20 Jahre Scooter und machen dann eine große Tournee. Okay. Und in diesem Jahr haben wir noch so einige Festivals, auch viel im Ausland, so über den Sommer, und freuen uns natürlich auch in München dabei zu sein. Das ist ja eine Riesenveranstaltung. Seid ihr mal im Olympiastadion aufgetreten? Nein, noch nicht. Also das ist auch für uns Premiere. Und ich finde ja auch irgendwie das Line-Up echt cool. Unterschiedlicher könnte es ja gar nicht sein. Und das macht ja oft den Reiz aus, finde ich. Ne? Also so Gegensätze finde ich immer spannend. Was passiert bei eurem Auftritt im Olympiastadion? Ja, also wir geben uns natürlich wie immer alle Mühe, den Laden zum Kochen zu bringen. Und bei uns heißt es ja Abfahrt und Energie von der ersten bis zur letzten Minute. Und ich bin mal gespannt, ob die dann überhaupt noch bei Heino und Lena atmen können. Ich dachte hören, ob die noch hören. Sowieso, ja. Ja, mal gucken. Aber also ich freue mich drauf, hoffentlich spielt das Wetter ein bisschen mit. Und das wird auf jeden Fall richtig zur Sache gehen. Wir haben ja auch immer eine eigene Pyro-Show. Das ist dann schon ein kleiner Vorgeschmack auf das, was danach dann noch passiert. Ja, also ich glaube, das wird ein toller Abend. Ja, also ich kenne so ein großes Feuerwerk, kenne ich von Düsseldorf her. Wir haben ja Rhein in Flammen, das ist auch nicht zu verachten. Und doch, ich mache das gerne und sehe das auch gerne. Aber ich habe es auch als Kind viel mitgemacht, aber seit den letzten 50 Jahren habe ich nur ein Feuerwerk gesehen, und das war in Bad Münstereiffelburg in Flammen, ein ganz kleines Feuerwerk. Aber es macht auch Spaß. Alles klar. HP, du hast schon über Pyro gesprochen, ihr habt ja immer eine eigene Pyro-Show mit am Start. Wie ist so dein Bezug zu Feuerwerk an sich? Ja, also ich finde das dramaturgisch sehr sinnvoll, das in unsere Show einzubauen, weil bei uns steigern sich ja die Nummern auch so, dann kommt ein Break, dann kann man schön mit irgendwelchen Flames oder visuellen Effekten arbeiten, und wenn es dann so plötzlich wieder losgeht, die Bassdrum setzt ein, dann kommt ein Knall, also ein Kolosseumblitz oder irgendwas. Und wir haben das eigentlich seit Jahren schon gemacht und über die Jahre mal gesteigert. Ist natürlich auch oft ein Kostenfaktor, also wenn man sich so richtig austoben will, zahlt man am Ende noch drauf, das macht ja auch keinen Sinn. Wir versuchen das immer so irgendwie so hinzukriegen, dass es ordentlich rumst und auch noch ein paar Euro übrig bleiben. Das macht ihr wahrscheinlich ähnlich, oder? Gut. HP, du bist Ostfriese. Ja. Richtig, ne? Wie verträgt sich, ich glaube, du magst München ganz gerne, wie verträgt sich dieses ostfriesische Leben? Ja, seitdem die Visumspflicht weggefallen ist, ist es ja noch einfacher hier einzureisen. Was schätzt du an München? Was magst du so gerne hier in der Stadt? Ich mag so eigentlich diese etwas gemütliche Lebensart, also auch so beim Oktoberfest, diese Art zu feiern. Das finden ja auch alle toll. Also auch viele eben, die aus Hamburg oder so kommen, haben das als Fixtermin im Kalender eingetragen, und ich habe das vor ein paar Jahren zum ersten Mal gemacht, weil, wie gesagt, so als Nordlicht hat man erst nicht so den Bezug. Aber ich finde, es gibt entweder man liebt das oder man kann da nichts mit anfangen, und ich fand es auch anhieb toll. Ja, und ich finde auch die Stadt sehr schön. Also ich finde, eigentlich gibt es ja nur Hamburg, Berlin, München, noch was? Köln vielleicht auch. Also gehört auf jeden Fall. Ah ja, Entschuldigung. Ja, Köln Wie konnte ich ist das da- vergessen? Wir sind ja immerhin Landeshauptstadt. Nee, aber ich fühle mich hier mal sehr wohl. Also, Okay. Heino, du hast viele Bands gecovert. Von Scooter hast du aber nichts gemacht bis jetzt, oder? Nein, ich meine, ich muss ja erstmal alles kennen, und da man mir Titel zugespielt hat und ich mir die angehört habe, habe ich gesagt, ja, die gefallen mir, die kann ich vom Text gut rüberbringen, denn ich bin ja immerhin schon ein gewisses Alter, kann man ja nicht alle Texte singen, aber von Scooter hat man mir noch nichts vorgespielt, aber das, was nicht ist, kann ja noch werden. Ich habe das Gefühl, als wenn wir zwei Blonden ganz gut zusammenpassen. Er könnte ja mein Sohn sein, aber man weiß ja nicht. Wenn er von Norddeutschland gesprochen hat, da war ich in den 70er Jahren sehr viel.
Das war nicht erwartet. Man weiß, man soll nie sagen. Nein, aber wie gesagt, wenn da irgendwie, doch, ich kann mich da schon mit anfreunden. Ja. Ich bin ja Musiker und wenn es mir, ja, doch, man soll alles mal ausloten, wenn was Gutes dabei ist, machen wir das, klar. Da gab es ja viele Reaktionen auf sein Album HP, hast du sicherlich mitbekommen. Wärst du sauer oder wärst du geehrt, wenn Heino jetzt tatsächlich einen Scooter-Song ausgesucht hätte? Also ich fand das ja ein Geniestreich, also diese ganze Idee, diese Umsetzung, diese ganze PR-Maschinerie, also Heino überall auf allen Titelseiten. Ich fand es einfach wirklich genial. Also auf sowas muss man erstmal kommen. Und oft lacht ja immer derjenige am besten, der zuletzt lacht. Das kommt man ja auch wieder sehen. Und auch da hatten wir ja Erfahrungen gesammelt, so mit Scooter am Anfang haben auch viele, gerade so die Medien, das eher belächelt und auch sich gern mal da ein bisschen negativ ausgelassen. Und da muss man einfach beharrlich sein, weitermachen und die Fanbasis lügt nicht. Also da hat man, wie ich, ja auch einen Support über die Jahre. Und wenn man das aussitzt, ja, irgendwann wird es dann cool oder alle finden es auf einmal gut und sowas Ähnliches haben wir auch schon mal erlebt. Dass Scooter aber Volksmusik macht, so nach dem Motto, Schwarzbraun ist die Hypernuss. Man weiß nie, also ich hatte ja schon zu Heino gesagt, der ja erst eine Volksmusikkarriere hatte und jetzt auf Rock umgestiegen ist. Wer weiß, vielleicht ist es bei uns in 20 Jahren mal umgekehrt und wir sagen, kein Bock mehr auf Techno, ich will jetzt mal andere Lieder singen. Also, weiß ich nicht, alles möglich. Okay. Wird es über den Sommernachtstraum so sein, dass Heino vielleicht beim ersten Scooterlied mitmacht oder ist das ganz klar getrennt, alle 3 machen? Ja gut, das ist ja auch, das ist glaube ich schon so, dass jeder irgendwo seine Show macht, die man so auch vorbereitet hat, so dieses ganz spontane, obwohl, man weiß es nie. Ich traue Heino mittlerweile alles zu. Nein, ich habe es akustisch nicht alles mitbekommen, weil er noch ein paar Jahre jünger ist und dann, wenn man, ich habe die Frage aber nicht verstanden, also gehört ganz, was Sie gemeint haben. Ob Sie denn bei dem Konzert jetzt am Sommernachtstraum vielleicht zusammen auch auf der Bühne stehen? Ja, das funktioniert momentan nicht, da müssen wir schon wissen, was wir machen, dann wird es schon funktionieren und ich muss Ihnen sagen, es haben schon einige von den Kollegen, die ich gecovert habe, angefragt, ob sie sich vorstellen können, ob ich mir vorstellen kann, mit ihnen aufzutreten. Also man soll nie sagen. Also ich bin ja viel zu viel Musiker, um nicht einzuschätzen, was schön ist und was mir Spaß macht. Ich will den Leuten Spaß bringen. Sehen Sie, ich mache jetzt noch 35, 36 Konzerte in dieser Rockart und im November gehe ich dann wieder auf Kirchentournee mit Schubert, Mozart, Bach, Tchaikovsky, was eine ganz andere Musik wieder ist. Aber es macht mir Spaß, Leute Freude zu bringen. Und wie gesagt, ob es jetzt nur, er ist ja fast noch viel jünger als ich, aber ich könnte mir schon vorstellen, ja, fast viel jünger. Nein, ja, aber es ist doch so, wenn Musik ist da was Freude macht. Und man darf nicht sagen, ich mag das nicht. Kann man schon sagen, aber man darf nicht über die einzelnen Sparten schimpfen. Sehen Sie mal, ich habe angefangen, Volkslieder zu machen. Alle haben sich übergeben. Und ich war der Einzige, der 65 einen Vertrag bekommen hat von einer englischen Firma über 10 Jahre. Ich wollte Klassik studieren. Und meine Gesangslehrer waren sehr traurig, dass ich das dann nicht mehr weitergemacht habe. Dann habe ich Volksmusik gemacht und nach 10 Jahren habe ich wieder der Vertrag verlängert worden. Also, sodass ich nie vertragslos war bis heute. Und ich habe ja über 50 Millionen Tonträger im volkstümlichen Bereich verkauft. Und ich glaube, das sind Verkaufszahlen, da darf man nicht drüber meckern. Man kann sagen, ich mag das nicht, aber das ist nicht meine Musik, aber wie gesagt, es kommen ja auch viele Leute, die jetzt nach diesem Album, die mir gesagt haben, ja, die Volkslieder und die klassischen Lieder, was du gesungen hast, das hat mir nicht so gefallen, aber was du jetzt singst, das ist toll, das habe ich mir gekauft.
Das ist doch schön. Ne, ich habe hier für alle was drauf. Ich kann Seemannslieder singen, kann Farbenlieder singen, ich kann Volkslieder singen. Vielleicht machen wir demnächst HB und Heino was zusammen, dann singe ich das auch. Ist doch gar kein Problem. Für uns. Du rappst dann. Ja, ja. Schreist. Ja, Ja, ich habe ja den Enzian-Rap gemacht 1988. Also da habe ich ja auch viele Preise bekommen und hat man mich natürlich auch abgeraten. Heino, mach das nicht, deine volkstümlichen Freunde sind doch dagegen. Da war ich noch 20 Jahre jünger, also habe ich das schon gemacht. Also wie gesagt, mir macht Musik Spaß. Ich will Freude bereiten und ich hoffe und ich glaube auch, dass ich, wenn wir jetzt hier am 27. Juli hier in München sind, dass wir da die Hütte schon zum Kochen bringen. Da bin ich mir ganz sicher. Bin ich auch sicher. Weitere Fragen? Hier. Hat Rammstein auch schon bei Ihnen angefragt, ob Sie zusammen auftreten? Ich darf das nicht sagen, dann müsste mein Manager fragen Sie ihn. Wenn ich sage, es haben viele angefragt, dann es ist aber witzig. Also die haben die angefragt, die sich als Erste ausgekotzt haben. Die haben dann angefragt. Durch Ihren, haben sich ja sozusagen neu erfunden und auch ein ganz neues Publikum gewonnen. Gibt es auch einige, die ein bisschen verärgert sind von Ihren Fans, die Ihren alten Heino? Nein, ganz im Gegenteil. Also ich habe einen Fan, der ist jetzt 45, wie der 5 Jahre alt war, ist eine Dame, da hat die schon für Heino geschwärmt. Da hat sie sich, bis dass dieses Album veröffentlicht wurde, hat man die belächelt und so gemacht, du mit deinem alten Heino, Volksmusik, ist da alles gar nicht mehr in. Ja, die ist 45, die geht jetzt erhobenen Hauptes, alle kommen zu ihr, kannst du mir die neue CD mitbringen? Freundlichen Grüße von Heino, das ist doch schön. Es ist ja eine Integration hat ja stattgefunden musikalisch zwischen Jung und Alt. Und was Besseres konnte mir da nicht passieren. Und ich werde noch einiges in dieser Richtung machen und man wird sich noch wundern. Okay. Weitere Fragen? Ansonsten. Also das nächste Album wird Death Metal. Ja,